Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Das heutige Video ist für euch, meine Abonnenten. Es ist unfassbar. Ihr seid inzwischen auf 20.000 Abonnenten angewachsen, die meine Videos schauen, die meine Videos liken. Und ich möchte recht herzlich Danke sagen. Das ist für mich eine unglaubliche Zahl, die dort steht. Und ich mache meinen Kanal nicht nur an diesen Zahlen aus, aber ohne euch wäre auch mein Kanal einfach nicht der gleiche. Und deshalb ein herzliches Dankeschön an euch von mir. Und ich hoffe, wir werden noch viele schöne Videos sehen. Für das heutige Video habe ich mir überlegt, mal wieder etwas mit Blattgold zu machen. Und dieses Mal bekommt das Blattgold eine geometrische Form, die ich hier zunächst mit Abklebeband auf der Leinwand vorklebe. Danach greife ich zu der Anlegemilch und diese muss, nachdem sie aufgetragen ist, mindestens 20 Minuten trocknen. Und das halte ich bei diesem Bild auch ganz genau ein. Wer manche meiner Videos kennt, weiß, dass ich mich schon mal über Blattgold geärgert habe. Und für das heutige Video habe ich mir besonderes Blattgold besorgt und ich bin nicht enttäuscht worden. Es sah zwar sehr knubbelig in der Tüte aus, aber es ist nicht gerissen. Ich konnte es ganz vorsichtig entknittern und dann auf die Anlegemilch legen und es gab sofort eine gute Haftung. Ihr seht schon, dass es in verschiedenen Farben schillert. Und das hat mir schon Spaß gemacht, als ich nur damit gearbeitet habe. Mit dem Pinsel kann ich ganz vorsichtig das Blattgold auf die Anlegemilch drücken und dann reißt es mir auf gar keinen Fall, wobei ich sagen muss, die Qualität dieses Blattgolds würde ich als sehr gut bezeichnen. Meine Materialien, sofern sie im Internet zu finden sind, schreibe ich in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn etwas unklar ist, könnt ihr gerne in den Kommentaren nachfragen. Bevor ich jetzt das überschüssige Blattgold mit dem Pinsel entferne, habe ich es 30 Minuten trocknen lassen, um sicherzugehen, dass es auch wirklich gut haftet. Denn dieser Flachpinsel, der ist nicht ganz so sanft wie der Pinsel, mit dem ich das Blattgold vorhin aufgetragen habe. In der Nahaufnahme kann man sehen, dass das Blattgold wirklich von sehr guter Qualität ist. Es reißt nicht und die schöne Form einer Blume oder einer abstrakten Sonne wird so richtig herausgearbeitet. Anschließend entferne ich das Abklebeband, auch ganz vorsichtig. Und auch hier muss ich sagen, war die Wahl dieses Abklebebandes genau die richtige. Von dem Blattgold ist alles auf der Leinwand geblieben und es gab auch dort keine Einrisse. Als Künstler bin ich an der Stelle immer sehr zufrieden, wenn das passiert, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte ja schon mal ein Video rund um Weihnachten, wo es mit dem Abklebeband überhaupt nicht funktioniert hat und deshalb erwarte ich solche Dinge immer wieder mit einer gewissen Anspannung. Grundsätzlich gibt es meistens mehrere Wege, wie ich ein bestimmtes Ergebnis erzielen kann. Hier hätte ich auch die Leinwand zunächst schwarz gestalten können, um dann das Blattgold aufzusetzen, aber ich habe mich einmal für den umgekehrten Weg entschieden, zunächst das Blattgold aufzutragen und jetzt mit Schwarz, es ist flüssige Acrylfarbe, die Umrandung zu malen bzw. die Hintergrundbemalung aufzutragen. Wenn ich die Leinwand zunächst schwarz grundiert hätte,
Dann wären die Pinselstriche gleichmäßiger und ich hätte, glaube ich, auch einen breiteren Flachpinsel gewählt. Aber ich wollte unbedingt mal ausprobieren, wie es ist, wenn man das andersrum macht. Inzwischen habe ich begonnen, meine Spachtelmasse anzurühren. Als Basis wähle ich ein Produkt, welches die Farbe Graphit hat. Und in dieses rühre ich noch verschiedene Dekosande und Glitter hinein, weil ich mir davon verspreche, wenn die Masse auftrocknet, dass sie aus verschiedenen Blickwinkeln anfängt zu glitzern. Und anschließend nehme ich mein Werkzeug, meine Glättkelle, trage dort die Spachtelmasse auf und fange so an, als würde ich ein Bild in Rakeltechnik malen. Ich war echt in Versuchung. Ich war in Versuchung, mit der Glättkelle auch über das Blattgold zu gehen. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich bei diesem Bild nicht. Ich werde die Flächen bis zum Ende offen lassen. Und als ich es abgefilmt habe an der Wand, hatte ich so das Gefühl, im Grunde genommen könnte es auch sein, dass eine dekorative Fliese heruntergefallen ist und in 2 Teile gebrochen ist. Das Bild bekommt heute einen mehrschichtigen Aufbau aus Spachtelmasse und jetzt habe ich ganz normale Acrylfarbe hinzugegeben zu der bereits vorhin angerührten Spachtelmasse und habe auch weiter nochmal die Dekosande hinzugefügt. Ich hatte ja die Idee, dass ich mit dem Bone Black eine relativ glänzende Hintergrundbemalung habe. Danach folgt eine graphitfarbene Spachtelmassenebene und jetzt sollte die Masse etwas glitzeriger werden, aber dunkler. Ganz wichtig ist es, nochmal zu erwähnen, dass ich zwischen den einzelnen Schichten wirklich längere Trocknungszeiten hatte. Als dritte und letzte Schicht gebe ich goldenen Puder in meine bereits vorhandene Spachtelmasse und verrühre die auch gut, gebe nochmal etwas von dem roten Dekosand hinein und greife grundsätzlich damit die Idee des Blattgoldes in der Spachtelmasse wieder auf. Auch die wird jetzt, ich sage mal eher akzentuiert aufgetragen, sodass von den unteren Schichten sehr viel sichtbar bleibt. Jetzt schauen wir uns gemeinsam Details dieses Bildes in der sogenannten Kamerafahrt an. Und das Bild ist jetzt noch nicht vollständig getrocknet. Und ich finde den Goldpuder zum Glück sehr dezent. Der integriert sich hervorragend in die beiden anderen Spachtelmassenschichten. Und man kann schon hier und da einzelne Glitzerpunkte erkennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man den Schichtaufbau auch noch mit einer Ebene mehr hätte gestalten können.
Kamerafahrt über das bereits getrocknete Bild gibt es heute ausnahmsweise einmal bei Sonnenschein, weil ich das Gefühl hatte, mit dem natürlichen Licht kommen die einzelnen Schichten besser zur Geltung. Man kann die Farbunterschiede viel besser erkennen, dass die Schichten teilweise auch glitzern, wenn man den Blickwinkel ändert. Und anschließend, wenn das Bild an der Wand hängt, hat man eine frontale Perspektive. Dort kommt es mit der Kamera tatsächlich nicht so ganz so gut zur Geltung, muss ich sagen. Wenn man vor diesem Bild steht oder etwas seitlich guckt, dann ist der Bildeindruck auf jeden Fall ein bisschen anders. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich das Bild halt im Original kenne und ich eher das Gefühl habe, diese Kameraaufnahme jetzt ist etwas enttäuschend, aber ich kann mich täuschen. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Ich danke jedem einzelnen meiner Abonnenten dafür, dass sie da sind und meinen Kanal unterstützen. Ich danke für jedes Like und für jeden konstruktiven Kommentar unter diesem Video. Wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.